Pablo Escobar, der Politiker, tritt in Kolumbien in Erscheinung. In Bolivien wächst schon immer das Coca-Blatt und Escobar ist ein Mensch, der sagt, ja okay, komm, ich biete hier verschiedene Dienstleistungen an, ich garantiere Abnahmemengen. Wenn Lieferungen ausfallen, werde ich sie persönlich ersetzen. Wir müssen sehen, dass in den 70ern die DEA nicht gegen Kokain vorgehen soll. Kokain, so titelt das Time Magazine, in den 70ern ist der Champagner unter den Drogen. Das Gramm Kokain kostet in den USA zu Anfang der 80er etwa $700. Es geht also hier einer aufstrebenden und ihren Erfolg feiernden weißen Elite an den Kragen, wenn man gegen Kokain vorgehen würde. Das nutzt Pablo Escobar aus. Escobar nutzt noch einen weiteren Faktor aus: Kolumbien ist arm. Wo Armut herrscht, ist die Korruption nicht weit. Es wird in Bolivien und Peru der Grundstoff eingekauft und dann unter Zuhilfenahme von Ethern und Benzin zu Kokain umgearbeitet. Escobar überredet seine Leute, die Lieferungen zu steigern und fasst alle möglichen Lieferanten, Abnehmer zusammen. Er ist also der eigentliche Logistiker. Er hat den Kokainhandel natürlich nicht erfunden, aber er hat ihn auf eine industriell große Skala gehoben. Nun ist Escobar so weit, sich sogar eine eigene Flugzeugflotte zuzulegen. Er fliegt von Kolumbien direkt nach Südflorida. Die Jungs von der DEA sind ja nicht blöde, die haben sofort den Kokainhandel in Kolumbien verortet, aber hier wieder ein politisches Problem. Die DEA soll nicht gegen Kokain ermitteln. Wie kommt es also dazu, dass gegen den Kokainmarkt vorgegangen wird? Die ansässigen Händler in Florida, also insbesondere in Miami, haben gemerkt, dass die Kolumbianer hier um die Ecke kommen und den ganzen Markt dominieren. Das lassen die natürlich nicht zu und gehen blutig gegen ihre Konkurrenz vor. Es stapeln sich Anfang der 80er die Leichen in Miami. Der örtliche Coroner, der örtliche Leichenbeschauer, muss sogar Kühltrucks anmieten, weil er nicht mehr weiß, wohin mit diesen ganzen Leichen. Das Ganze geht natürlich durch die Medien, also wird auch langsam und zart, kann man sagen, auch die DEA gegen den Kokainhandel in Südamerika angesetzt. Warum sage ich der Politiker? Pablo Escobar wird 1982 in den kolumbianischen Kongress gewählt. Sein Ziel ist sogar langfristig Präsident Kolumbiens zu werden.